Einer der wichtigsten Möbelgestalter im 20. Jahrhundert ist zweifelsohne Werner Panton. Und auch seinem ikonischen Panton-Chair ist ein ganzes Regal im Schaudepot gewidmet. Das Besondere an dem Panton-Chair ist, dass es der erste Stuhl ist, der komplett aus Kunststoff besteht, in einem Stück gefertigt wurde und dazu noch ein sogenannter freitragender Stuhl ist, also ein Stuhl ohne Hinterbeine. Seit 1956 ungefähr hat Werner Panton an der Idee eines Möbels aus einem Stück gearbeitet. Er ist mit einem Prototypen durch die Welt gereist, auf der Suche nach einem Produzenten, der seine visionäre Idee dieses Stuhls umsetzen kann. Und Werner Panton hat 1967 dann zusammen mit Vitra es geschafft, diese Idee in Kunststoff in eine erste Kleinserie zu bringen. Die sehen wir hier ganz schön. Das ist noch eine Variante, die aus glasfaserverstärktem Kunststoff besteht. Ein sehr aufwendiges Verfahren, was handlaminiert wurde und dann lackiert. Und aufgrund dieses aufwendigen Prozesses war der eigentlich nicht für die Serie geeignet. Ausgehend von dieser ersten experimentellen Serie wurden weitere Versuche unternommen und es gelang schließlich unter Zuhilfenahme eines Polyurethan-Hartschaums immerhin die Grundform des Stuhls in einem Stück herzustellen. Sie musste dann nur noch lackiert werden. Und diese zweite Variante sieht man hier. Die ähnelt dieser ersten sehr, sehr stark, auch formal sehr stark, konnte aber deutlich schneller und kostengünstiger produziert werden. Es waren immer noch 2 Schritte notwendig, also die Form aus Hartschaum und die notwendige Lackierung. Und deshalb arbeitete man weiter an dieser Idee dieses Möbels aus einem Stück, aus einem Guss. Und das gelang schlussendlich ungefähr um 1971 mit einem neuen Kunststoff, dem sogenannten Luran S, der in einem Spritzgussverfahren verarbeitet werden konnte und auch eingefärbt werden konnte. Mit Rücksicht auf dieses neue Material hat man die Stuhlgeometrie leicht verändert. Man sieht es ganz schön, diese Serie, die in dieser Zeit entstand, hat diese sogenannten Rippen, die eine zusätzliche Stabilität geben zwischen Fuß und Sitzfläche. Leider hielt dieses neue Material nicht das, was es versprach. Es war doch vergleichsweise spröde und die Stühle begannen zu reißen. Und das war auch der Grund, warum um 1979 Vitra diesen Stuhl aus der Produktion nahm. Und es brauchte ein paar Jahre, bis man sich wieder dazu entschlossen hat, den Panton Chair zu produzieren, weil sich zeigte auch in den Jahren dazwischen, dass es doch ein sehr wichtiger, sehr ikonischer Stuhl war. Man beschloss dann um 1990 die Produktion wieder aufzunehmen, und zwar mit einem Verfahren, was sich schon bewährt hatte, was man quasi bereits kannte aus den 1968er Jahren, diese lackierte Hartschaum-Version. Und erst 1999 gelang es Vitra dann, unter Zuhilfenahme eines neuen Materials, im Polypropylen, wieder an die ursprüngliche Idee eines Möbels aus einem Stück anzuknüpfen. Und seit dieser Zeit wird der Stuhl, der hier den Abschluss der Reihe bildet und zu sehen ist, wird seit 1999 in Polypropylen hergestellt. Werner Panton selber ist 1998 verstorben und hat sozusagen den Launch dieser neuen Variante nicht mehr erleben können, hat aber davor diese ganzen Zwischenschritte, die hier abgebildet sind, immer mitgestaltet, mitentworfen und weiterentwickelt. Wir befinden uns wieder im Schaudepot Lab und auch hier gibt es ergänzende Informationen zu Werner Panton und seinen Designprozessen. So sieht man zum Beispiel, dass eins der frühen Urmodelle bzw. Prototypen, die Werner Panton entwickelt hat, um seine Idee des freischwingenden Kunststoffstuhles aus einem Stück zu visualisieren und die auch die Grundlage waren für die Arbeit, die Forschungsarbeit, die dann bei Vitra ab 1963 begann. Man sieht hier frühe Farbmuster dieses sogenannten Luran S Kunststoffes, den ich euch oben gezeigt habe. Das ist die Version mit den Rippen. Man sieht ganz schön, welche verschiedenen Farbvarianten es gab. Man sieht Aufnahmen aus dem Testverfahren. Man sieht eine Kopie einer sehr frühen Skizze, die wir bei uns im Archiv haben. Das heißt, wir haben nicht nur sehr, sehr viele Möbelstücke, sondern vor allen Dingen Zeichnungen, Skizzen und Entwürfe zu den unterschiedlichsten Projekten. Wir befinden uns jetzt in der eigentlichen Sammlung des Vitra Design Museums. Dieser Teil, in dem wir jetzt stehen, ist auch durch eine unserer 4 großen Fenster, die Einblicke in die Sammlung geben,
sichtbar. Werner Panton und seinen Entwürfen und Designs sind 3 ganze Regalreihen hier bei uns in der Sammlung gewidmet. Was wir hier sehen, ist der Bereich, wo wir die verschiedenen Typen des Panton-Chairs sammeln und ausstellen. Man sieht, es sind relativ viele. Ich glaube, wir haben über 100 Panton-Chairs bei uns in der Sammlung. Das ist etwas außergewöhnlich für ein Designmuseum, eine so große Zahl eines Designs zu haben. Das heißt, es ist ein Fokus unserer Arbeit und wir versuchen wirklich bis in die Gegenwart Panton-Chairs aus den unterschiedlichen Produktionszeiträumen, auch Sondereditionen zum Beispiel, zu sammeln und aufzubewahren und möglichst eine vollständige Sammlung dieser verschiedenen Möbel zu besitzen. Ich zeige euch jetzt nur eine sehr, sehr kleine Auswahl. Vor allen Dingen die interessanten frühen Zeichnungen von Werner Panton, seine Entwurfszeichnungen zu der Entwicklung des Panton-Chairs. Das sind 2 Exemplare, die wir bei uns in der Sammlung aufbewahren. Und man sieht sehr, sehr schön, wie er auch um diese Form, um die Gestaltung dieses Stuhls ringt und dass es nicht quasi eine geniale Idee ist, die dann sofort umgesetzt wurde, sondern wirklich ein gestalterischer Prozess, der auch, wenn man sich die Art und Weise der Ausformung des Fußes oder der Rückenlehne anschaut, wirklich auch mehrere Stufen umfasst, bis es dann schlussendlich zu dem Serienprodukt, zu dem fertigen Serienprodukt gekommen ist. Und neben diesen Originalzeichnungen haben wir zum Teil auch Produktionsunterlagen. Das können historische Musterblättchen sein, mit der für die Zeit sehr typischen Farbigkeit. Das können aber auch historische Abbildungen sein, historische Fotografien, Fotoaufnahmen von Testsequenzen, die durchgeführt wurden. Und weitergehende Informationen zum Panton-Chair findet ihr natürlich wieder in unserem Atlas des Möbeldesigns mit ausführlichen Erläuterungen und ergänzendem Bildmaterial. Darüber hinaus natürlich auch weiterführende Informationen, so zum Beispiel zur Entwicklung des Freischwinger als Möbeltypus ganz allgemein oder auch zum zeitlichen Kontext, in dem der Panton-Chair entstanden ist.